wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, wir haben heute Montag und heute ist mein erster offizieller Urlaubstag. Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, weil ich ein Rezept abholen muss. Und danach muss ich das Auto in die Werkstatt bringen. Beim linken Hinterrad war irgendwie die Karosserie durchgerostet und der TÜV hat gesagt, so kommt das Auto nicht durch den TÜV. Und deswegen mussten die das halt austauschen und das muss jetzt noch lackiert werden. Und ja, außerdem bin ich am Samstag mit unserem Auto rückwärts. Ich bin rausgefahren und in letzter Zeit parken immer Leute jetzt unsere Ausfahrt gegenüber zu. Es hat halt nicht gepiept und ich bin, glaube ich, war ein bisschen zu schnell beim Rückfahren. Auf jeden Fall bin ich dann in den Anhänger reingefahren, der da stand. Also das Teil, womit man das hinten beim Auto ranhängt sozusagen. Und jetzt haben wir hinten auch noch eine schöne fette Beule. Ja, da muss ich mal gucken bei Smart Repair, ob man das so reparieren kann, ohne jetzt die ganze Stoßstange tauschen zu müssen. Und ja, aber ansonsten war es ein super Urlaubsanfang und obwohl am Freitag, am Freitag habe ich auf dem Nachhauseweg, ich war unterwegs abends und da habe ich meinen Haustürschlüssel verloren. Und dann stand ich vor der Tür, kein Schlüssel. Das Gute war, Max war halt da und konnte mich reinlassen. Dann bin ich wieder zurückgefahren, weil ich wusste, wo das ungefähr passiert sein musste, weil mir ist mein Fahrrad umgekippt und da muss der Schlüssel rausgefallen sein. Dann habe ich den aber im Dunkeln nicht gefunden. Dann bin ich morgens um 5 Uhr aufgestanden, bin wieder dahin gefahren, wo es dann schon hell war. Und bin die Strecke zweimal abgelaufen, bis ich ihn dann halt gefunden habe. Also ich habe dann halt meinen Schlüssel wieder. I'm so happy. Und ja, aber dann nachmittags bin ich dann mit unserem Auto hinten in den Anhänger gefahren. Also läuft. Genau. Aber ansonsten bin ich total happy und jetzt ist auch wieder alles super. Denn morgen fliegen wir in den Urlaub. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Und wir fliegen morgen wieder nach Griechenland. Ja. Also ich habe ja lange gesucht und ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden und wie wir alle wissen, es ist irgendwie extrem teuer alles und ja, aber ich habe ein ganz, ganz schönes Hotel gefunden, ist wieder so ein TUI Blue Hotel, das war ja da, wo wir in Greta waren. Ich sag, in Greta. In Greta waren wir auch in so einem Hotel. Es ist halt so ein Adult-Hotel und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt da ist. Da haben wir jetzt leider keinen Pool am Zimmer, aber das sah alles ziemlich schön und nett aus und auch die Bewertungen waren, klar, 1, 2 schlechte Bewertungen sind immer mit dabei, aber die meisten waren halt positiv und deswegen denke ich mal, dass es sehr schön werden wird und genau, und da fliegen wir halt morgen hin. Ja, und heute ist so der Tag, wo ich noch ganz viel machen muss. Wie schon gesagt, ich muss jetzt gleich das Rezept abholen. Dann muss ich das Auto in die Werkstatt bringen. Dann muss ich wieder mit der Straßenbahn in die Stadt fahren, denn ich muss noch Nägel machen. Dann gehe ich ins Nagelstudio. Dann wollte ich noch mal nach einem Bikini gucken, weil ich brauche unbedingt noch mal... Ich möchte gerne so ein Bondo-Bikini haben, weil ich mag das nicht, wenn man so Streifen bekommt. Und ich gehe zwar nicht in die Sonne, aber man bekommt trotzdem immer auch ein bisschen so einen Streifen. Und da muss ich mal gucken, ob ich einen finde. Online habe ich jetzt keinen gefunden. Ansonsten habe ich halt meine Bikinis, aber die sind auch schon so uralt. Ne? Ich trage die jetzt schon seit über 10 Jahren, wirklich. Aber nach einem neuen, den würde ich gerne haben. Naja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und dann fahre ich nach Hause, da muss ich Pediküre machen, da muss ich Koffer packen, da muss ich noch ein YouTube-Video vorbereiten. Also es gibt gut was zu tun heute. So, ich bin jetzt in der Umkleider und ja, ein paar Bikinis habe ich gefunden und noch ein paar andere Sachen, aber eigentlich bin ich nur hier wegen Bikinis. Mal gucken. So, ich bin wieder zu Hause und eigentlich wollte ich nur ein Bikini kaufen und das ist dabei rausgekommen. Ich habe noch mal 2 T-Shirts für Max geholt. Dann habe ich hier so ein
ja, graues Kleid, so ein schlichtes Baumwollkleid. Aber das ist ein super fester, schöner Stoff und das ist echt gut. Das war im Sale, das habe ich jetzt für 5 Euro mitgenommen. Und dann war ich zum ersten Mal bei wie heißt das? Stradivarius. Und dieses Kleid, es ist so schön. Ich musste es mitnehmen. Ich zeige es euch gleich nochmal angezogen. Es hat irgendwie 30 Euro gekostet. Dann hier nochmal mein Top. Das habe ich jetzt schon in Rosé, in Schwarz und jetzt noch in Weiß. Ich liebe das einfach. Das sitzt so gut und ist hinten so schön tief ausgeschnitten. Auch für 3 Euro mitgenommen. Dann hier nochmal so ein schlichtes Top. Ich bin ja aktuell, ich trage ja jetzt immer diese kurzen Leggings und ich liebe dann so bauchfreie Tops dazu. Und das ist jetzt der Bikini, den ich mir geholt habe. Ich wollte ja unbedingt einen Bordeaux-Bikini haben. Und ich hatte diesen hier gefunden. Und ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, dass die Sachen bei Bikinis so klein sind? Ich muss jedes Mal, also Oberteil musste ich L nehmen und bei der Hose muss ich XL nehmen. Ansonsten kriege ich es nicht, passt es nicht. Aber das ist eine schöne Hose, die ist ja auch hinten so ein bisschen gerafft. Ich liebe das ja, ne? Wenn das dann so ein bisschen gerafft ist, dann sieht der Booty gleich dicker aus. Und ich werde jetzt diese Ärmel hier abmachen, die kann man noch abnehmen. Und dann habe ich gesehen, hier ist auch so ein Stab eingenäht. Den werde ich auch entfernen, weil das nervt mich jetzt schon. Hat mich schon beim Anziehen genervt. Und der war auch im Sale auf jeden Fall. Und ja, dann hier meine Lieblings-Snacks. Die sind super lecker, müsst ihr mal ausprobieren. Das ist von DM. Und neues Hormongel aus der Apotheke. Ach ja, und Babypuder. Habe ich auch noch mitgenommen. Brauche ich immer nach meiner Selbstbräuner-Session. Reibe ich mich ja mit Babypuder ein, damit es nicht erstmal so klebt, wenn das einwirkt. Und ja, that's my haul. Wie schön ist bitte dieses Kleid. Ich finde das so schön. Wie schon gesagt, das ist das erste Mal, oder das zweite Mal, glaube ich. Ich war im Polen einmal in dem Laden drin, aber da habe ich nichts gefunden. Und ich liebe es. Es ist so schön und es sitzt auch so gut. Und ich muss auch kein BH zu anziehen. Love it. Love it. So, und jetzt starte ich mit Selbstbräuner-Session. Pediküre. Und ich warte noch auf ein Paket, aber der soll jetzt endlich mal klingeln. Guten Morgen. So, da bin ich endlich. Ich bin gerade eine Runde spazieren. Ich erkunde hier gerade so ein bisschen den Weg an der Küste, weil ich wollte gerne noch mal einen Tag joggen gehen. Und ich
ja, ich dachte, ich laufe den Weg heute einfach mal, um zu gucken, ob sich das überhaupt lohnt, hier lang zu schlocken. Naja, auf jeden Fall sind wir gut angekommen. Es hat alles geklappt. Das Hotel ist schön. Wir fühlen uns sehr wohl, wobei ich aber sagen muss, es ist nicht vergleichbar mit unserem letzten Urlaub. Irgendwie durch unseren letzten Urlaub haben wir jetzt irgendwie gefühlt so einen hohen Standard bekommen, dass halt, ja, also sagen wir es mal so, das Hotel ist schon so ein bisschen runtergekommen teilweise und wir haben auch Schimmel im Zimmer und so und ich finde, solche Sachen gehen halt gar nicht. Aber ich habe mir dann gesagt, hey, ich bin dankbar, dass ich hier sein kann. Ich bin dankbar, dass ich so einen Urlaub machen kann, weil viele können das nicht. Und ich mache das Beste jetzt halt draus und das Personal ist super nett, das Essen ist halt lecker und ansonsten stimmt eigentlich auch alles. Aber ja, aber trotzdem, ich bin dankbar, hier zu sein. Man kann nie erwarten, dass immer alles 100%ig perfekt ist. Aber ansonsten versuche ich so viel Eindrücke wie möglich mitzunehmen und euch so viel möglich zu zeigen. Und es ist hier wirklich traumhaft schön. Hallo vom Mittelmeer. Wir haben uns heute so ein kleines Boot gemietet und fahren gerade von Strand zu Strand, von Küste zu Küste. Und es ist echt schön. Schaut mal hier im Hintergrund. Ich war gerade hier an diesem kleinen Strand. Voll toll. Und ja, das Wetter ist super. Max ist gerade am Schnorcheln und ich trage dieses Mal im Sommer zum ersten Mal so ein UV-Shirt. Und ich habe auch so einen richtig coolen Sommerhut. Sieht zwar ein bisschen Oma-mäßig aus, aber ich muss ehrlich sagen, es schützt. Ich bin so begeistert. Ich gehe manchmal auch ohne ins Wasser, aber die meiste Zeit mit. Love it!
So, ja, heute ist der letzte Tag und heute Morgen hat es richtig doll krass gewittert. So voll krass das zu sehen, so über Meer und so wie die Blitze eingeschlagen sind. Und ja, ich habe heute Morgen Sport gemacht. Max hat ziemlich lange geschlafen. Und dann habe ich halt noch ein bisschen gechillt. Dann sind wir hier nochmal in den einen Ort gefahren, haben ein paar Souvenirs gekauft für die Familie und Freunde. Und ja, und nun lassen wir den letzten Tag hier am Strand ausklingen. Das Wetter ist für mich eigentlich perfekt, weil es ist voll warm, total bewölkt. Und das Meer ist aber super, super warm. Aber es soll später nochmal regnen. Aber ist auch okay, weil ich finde halt, wir hatten jetzt wirklich 6 Tage nur pure pralle Sonne, 35 Grad. Und ich finde es ganz angenehm, dass es heute mal bewölkt ist, auch für Schwimmen gehen. Da muss ich halt nicht extra mein Hemd anziehen und solche Sachen. Und ja, von mir aus könnte es so jeden Tag sein, weil wenn die Sonne hinter den Wolken ist, dann ist man noch ein bisschen mehr geschützt. Naja. Und morgen geht es dann wieder nach Hause. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auf zu Hause. Weil, kennt ihr das, irgendwie die letzten Urlaubstage, dann ist bei mir immer so, dann möchte ich eigentlich gerne wieder zurück. Ich freue mich auf mein Bett. Ich freue mich auf die Waschmaschine, weil die ganzen Sachen müssen alle gewaschen werden. Kennt ihr das? Die sind dann irgendwann nach einer Woche, fangen die wirklich an, ein bisschen eklig zu werden. Deswegen freue ich mich, dass ich morgen Wäsche waschen kann und einfach wieder zu Hause bin in meiner gewohnten Umgebung. Und am Wochenende geht es ja dann für mich auch schon nach Berlin und da werde ich mich natürlich auch mitnehmen, denn ich werde ja diesen Vlog ein bisschen länger machen. Das heißt, ich werde ihn halt ein bisschen es wird nicht nur um diesen Urlaub gehen, sondern halt auch um mehr, weil ich halt hier auch gar nicht so viel gefilmt habe. Hallo, so, wie man sehen kann, sind wir zurück in Deutschland. Wir sind heute Mittag um 11:30 hier gelandet und dann ging es erstmal nach Hause. Dann habe ich eine Wäsche gewaschen. Koffer ausgepackt natürlich, Wäsche gewaschen, Koffer ausgepackt, Wäsche gewaschen, einkaufen gefahren, dann musste ich noch das Auto aus der Werkstatt abholen, weil das war seit einer Woche jetzt in der Werkstatt. Und ja, und nun gehe ich noch eine Runde spazieren. Ich habe heute überhaupt keinen Sport gemacht, ich habe mich zwar viel bewegt, aber halt keinen Sport und ja, deswegen wollte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde mich bewegen. Wenn es jetzt auch nur ein langer Spaziergang ist, danach mache ich mir gleich was zu essen und dann werde ich auch ins Bett fallen, denn ich bin so müde. Ich bin auch schon wieder seit 5 wach, ich konnte dann irgendwie nicht mehr schlafen, das war auch heute Nacht zu heiß. Ja, wir haben heute Montag. Ich bin wieder zu Hause und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Berlin nichts gefilmt. Gar nichts. Es war okay, aber ja, es war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin dann auch sehr früh am Sonntag schon wieder zurückgefahren, weil es mir dann auch nicht so gut ging am Sonntag und ich einfach nur nach Hause wollte. Und ja, und die Veranstaltung, wo ich hingegangen bin oder die Party, war in Ordnung. Es war aber jetzt nicht so das, was ich mir darunter irgendwie vorgestellt hatte. Und ich habe dann halt abends noch einen Bekannten getroffen. Und ich wollte eigentlich dann noch mit dem Fotos machen am nächsten Tag, aber dadurch, dass es mir nicht so gut habe ich das dann gecancelt. So und ja, und bin jetzt wieder zu Hause und ich habe jetzt halt meine letzte Urlaubswoche. Nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Und was auch okay ist, also ich habe ja jetzt schon 2 Wochen Urlaub gehabt,
Aber jetzt auch die 3. Woche, ich freue mich darüber und ich will jetzt die Zeit hier nutzen, um was in der Wohnung zu machen. Und ihr wisst ja, dass ich halt mein Ankleidezimmer neu machen möchte. Ich möchte, dass jeder seinen eigenen Schrank bekommt, also ich meinen eigenen und Max seinen eigenen. Und dadurch muss ich natürlich meinen Kleiderschrank oder unseren Kleiderschrank, Entschuldigung, meine Spiegel, meine Glasschränke und hier auch die Kommode und so, das muss alles weg. Und das Problem ist halt, ich muss es vorher leer machen. Und ich muss es vorher verkaufen. Ich kann es nicht verkaufen, wenn ich schon die neuen Möbel habe, weil das würde alles nicht funktionieren. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich hier alles ein bisschen wild werden. Aber es geht nun mal nicht anders. Ich habe ja super viel von meinen Schuhen schon verkauft. Da habe ich auf jeden Fall Platz. Und jetzt geht es hier an meinen Spiegelschrank. Ich habe ja hier diese Kommode. Und die will ich auch verkaufen, die muss weg. Und das heißt, ich will jetzt diese ganzen Sachen, die hier drin sind, hier rein sortieren. Das sind ja diese Spiegelschränke, die neben meinem Schminktisch stehen. Und ich habe die ehrlich gesagt noch nie irgendwie so richtig sortiert. Ich habe da immer alles so reingehauen. Und ich möchte jetzt heute das alles rausholen, auch aus den anderen Schubladen. Und dann gucken, dass ich das da irgendwie alles unterbringe. So, ich habe es geschafft. Ist komplett leer. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe jetzt hier auch wieder diese Klebehaken, die ich schon am Balkon, hier brauche ich noch einen, habe ich jetzt hier in den Schrank geklebt oben und habe jetzt meine Lockenstäbe und sowas, was ich brauche, habe ich dann hier aufgehangen. Hier unten sind dann auch wieder Haarsachen noch, also Haargummis und Klammern. Und genau, und hier noch Aufsätze. Hier habe ich dann meine Papillotten, wenn ich mal irgendwie Haare färbe oder sowas. Hier sind jetzt meine Gürtel. Da sind jetzt meine Reisetaschen. Und da unten ist jetzt Bügeleisen und Steamer und halt Wäscheklammern und sowas. Und auf der Seite habe ich jetzt weiterhin hier oben irgendwie so Drogerieprodukte zum Nachfüllen etc. Hier halt auch. Hier sind jetzt meine Nagellecke noch und halt für die Pediküre Sachen. Hier habe ich dann noch Paletten und so, da wusste ich jetzt nicht so richtig. Und so Klebetattoos und solche Geschichten. Und hier so Covers für meine Apple Watch. Hier habe ich jetzt meine Sonnenbrille, mein Foto-Equipment. Und da drunten sind Extensions und Perückenkram. Aber ich habe wirklich alles reinbekommen und es ist sogar besser als gedacht. Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder. Es ist ein paar Tage später und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie ja kaum noch gevloggt und ich wollte den Vlog heute eigentlich auch schon fertig geschnitten haben, damit der morgen online geht, weil morgen Samstag ist. Ich habe halt festgestellt, dass ihr meine Vlogs mehr guckt oder meine Videos, wenn ich die am Wochenende hochlade, als wenn ich es in der Woche hochlade. Ist mir gerade bei meinem letzten Video aufgefallen. Das wurde irgendwie sehr wenig angeschaut. Deswegen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt es euch nochmal an. Das war mein Amazon Favorite Video.
Ist aber am Ende auch nochmal hier in dem Video verlinkt. Und genau, jetzt muss ich mal gucken. Ich fahre jetzt gleich nach Hameln, weil ich heute einen Gig spiele. Und danach fahre ich wieder nach Hause. Und morgen früh wollte ich halt Sport machen, einkaufen fahren, all diese Sachen. Und nachmittags auf eine Veranstaltung gehen. Aber das werde ich jetzt hier in diesen Blog nicht mehr reinbekommen. Und ich vergesse dann eh wieder zu filmen. Aber ich habe ja auch ordentlich Material. Ich bin aber jedes Mal sehr aufgeregt, weil ich denke, oh Gott, was kommt bei diesem Blog eigentlich raus? Aber irgendwie haben sie meinen Style, den Jasmina-Style, und ich bin eigentlich immer sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Aber ja, auf jeden Fall gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar, auch wenn es nur ein Smiley ist. Darüber freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr es jetzt auch bis zum Ende durchgehalten habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ja?